Okay, es geht direkt da weiter, wo es abgestürzt ist. Das ist natürlich super gut. Ich dachte, ich hätte schon damit gerechnet, dass ich bestimmt wenigstens so ein paar Gesprächsoptionen nochmal durchgehen muss. Aber nee, sehr schön. Ich glaube, es liegt an der... ja, da versuche ich gar nicht erst mitzureden. Das macht ihr ITlerInnen unter euch aus. Der I don't know what you're talking about. So gar keine Ahnung. Gerade voll gut. Und ihr, ich bin gerade genervt. Immer noch von diesem Tag. Und der Hitze und den Insekten draußen. Aber abgesehen davon geht's mir jetzt ganz gut. Ich hatte vorhin Eis. Und das war ziemlich nice. So veganes Brownie, Karamell, Eis, irgendwie sowas. Das war gut. Das war echt gut. Okay. Hawkshaws tragbarem Mikroskop, komisch. Okay, was ist daran? Wir können gerne gleich losgehen. Ich glaube, sonst war hier echt nichts mehr. Oh. Da drüben war ein... That's all the statements. Let's go over them all. Später. Warte, alle Statements? Ach so, wir haben jetzt alle Statements. Und jetzt könnte ich... da irgendwie was machen. Wait, da gibt's veganes Eis. Yes. Das war halt auch teuer. Das ist, ich glaube, Ben Jerry oder so. Sowas war das. So eine teure Marke. Also man sich aber schon hin und wieder mal gönnen kann. Hitzefrei und Kuba sind beides Ketten, die da mittlerweile relativ gut vegan versorgen. Von denen war... Nee. Ich glaube Ben Jerry's. Ich habe schon weggeschmissen. I don't know. Ich finde Rewe, oder war das Rewe? Ich glaube Rewe hat auch so eine Eigenmarke an veganem Eis, die auch richtig gut ist. Kann ich voll empfehlen. Wenn es das ist, was ich meine, was es sein könnte. Voll spezifisch wieder. Ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. Ich glaube, ich rede erst mit ihr. Erzähl uns mal deine Meinung zu den Pointers. Professor Pointer is a respectable astronomer. Keeps himself to himself. What? Okay. We're just surprised. That was the most polite you've been about anyone. Stimmt. I find her rather embarrassing. Little more than a spoiled child. Penny must be at least 25. 27. Just makes it worse. Poppy has remarkable musical talent. She could be famous, wealthy even, if she wanted to. She'd probably have to leave Tangle Tower first. Quite. Okay, Gegenstände. Was haben wir denn noch alles so gefunden? Some breed of amphibious human, potentially bipedal. Although none of the statues show the creature's feet. I guess we'll never know. Wir hatten noch was. Okay, ich gehe nochmal kurz. Okay, bei dem geheimen Tagebuch. In die Mitte überrascht einfach im Vergleich zu der Harfe. Ich habe sie gesehen. Alle 5 mit geschwärzten Augen. War das hier? Wir konnten... Should we take another look? Gibt's da was? Das wie Augen aussieht? Nee, okay, keine Ahnung, was das sein soll. Damn. Ich weiß immer noch nicht, was ich da machen soll. Das ist aber Wissen. Das ist schon vor lange. Wahrscheinlich könnte dieses Rätsel noch nicht gelöst werden. Okay. Okay. Dann halt nicht. Gehen wir doch wieder erst zu ihr. Und befragen sie noch zu Gegenständen. 3
3 birds, 1 cage. What makes them worth keeping cooped up, I wonder? Would they not be happier flying free? But then they might fly away from Tangle Tower entirely. I wonder if they would. Hmm. Where did you find this? Do you have any theories about where this might have been? Or who might have had it. I have several theories, but they are my theories, and I'm not going to share them. Okay, but sharing is caring und so. What's that? Not sure. It doesn't really look like anyone we've met so far. Strange. Also wir wissen mittlerweile schon, wer das ist, aber gut, wenn ihr weiterhin erzählen wollt, dass ihr nicht wisst, wer das ist, dann tun wir halt nicht so, als wäre das Poppy. Tun wir so, als wäre das nicht, als wüssten wir nicht, dass es Poppy ist. Is Egal. that a clue? Don't know. It was important enough to be framed, though. I framed my law degree, doesn't make it a clue. Same? Yeah? You consider that important evidence, do you? Ach, come on. These people really are ridiculous, aren't they? Why? Was ist das hier eigentlich? Boah, Leute, ich bin so kurz davor. Eigentlich war ich dabei, meinen Undercut hier wieder rauswachsen zu lassen. Aber mit der Hitze bin ich so kurz davor, wieder alles abzuschneiden. Ich einfach nicht aushalte, weil es so schrecklich ist. Und hi Kati. Wait. Wassermarsch. Okay, wir haben bei alles, dann machen wir mal diesen Verdacht. Undercut. Zum Glück regnet über den Tag. Es sollte heute eigentlich auch regnen. Ich schaue noch mal ganz kurz. Ich bin sehr enttäuscht. München, Wetter. Wieso regnet es immer noch nicht? Es sollte eigentlich regnen. Um 12 sollte es stellenweise Regenfall, aber nicht hier irgendwie. Und um 21 Uhr ist wieder leichter Regenfall mit Gewitter. Nice. Oh, darauf freue ich mich. Damn, und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag soll es durchregnen. Wobei, nicht durchregnen, aber nur stellenweise Regenfall steht da. Keine Ahnung. Ich bin so froh, wenn es abkühlt. Einfach. Okay, egal. Ich habe einen gehabt. Ich bin sehr neidisch. Stimmt. Das ist, glaube ich, auch in Berlin, oder? Wenn nicht alles täuscht. Ich hatte heute in der Früh noch in den Stream von Freiraumreh reingeschaut, wie sehr früh gestreamt hat. Und da war auch so ziemlich Unwetter irgendwie, ja. Oh Gott, ich hasse meine Haare. So sehr. You said you used it to search the greenhouse. And this would make perfect sense if you knew what my client had asked me to find. Of course, Okay. I still have no intention of disclosing that information. You're such a tease, Hawkshaw. Don't worry, we already worked out what you're searching for. Haben wir? Okay. Okay, wir wissen offensichtlich. Wieso? Vielleicht mit dem goldenen Käfer. Weil das haben wir ja auch beim Professor Pointer gefunden. Glück gehabt, bin ohne Schirm raus. Oh je. Also vielleicht sollte sie schauen, ob das wirklich Gold ist. Maybe? You're not as hopeless as you look. Thanks. Nice. So, that's what you were looking for in the greenhouse? This beetle? Surely even you can understand the logic of it. The greenhouse is home to a great many insects. The gardener could have easily kept the beetle hidden in there.
Well, Fitz said you questioned him, but didn't actually search the greenhouse. He's not exactly the type to appreciate subtlety. He simply didn't notice that I was using my microscope. What do you reckon, Grimoire? I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. Es ist nämlich gar kein Mikroskop. Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach alle 3 Optionen ausprobieren. Es ist kaputt und funktioniert nicht, maybe? Könnte sein. And doesn't work. You sure about that? Not Nein. entirely. I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. Es ist nämlich gar kein Mikroskop. Hawkshaw doesn't know how to use it. You sure about that? Ah, Not entirely. natürlich ist es die 3. Option. Ich habe auch keine Ahnung, woher wir irgendwie Informationen dazu hätten. Hat Fifi dazu vielleicht was gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. It's not a microscope at all. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes. Okay. Ich war auch vor kurzem Arzt. Das war echt knapp. Oh, ich war heute auch kurz draußen und habe mir wieder ein Rezept für Hormone abgeholt. Aber war noch nicht dran gedacht, die Hormone auch abzuholen. Das habe ich voll vergessen. Danke für die Erinnerung. Das wollte ich vielleicht noch machen. Ich hasse diese Seite von meinen Haaren. Die einfach nie wissen, was sie machen sollen. Warte. Das Teil, die soll laut Hawkshaw dies benutzen. Hä? Ich habe keine Ahnung. Also das ist bestimmt das da. Nur ein Bestandteil. Eine Kunststofflinse. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also ist es die Mordwaffe? Also hat Hawkshaw gelogen. Oder Edelsteine? Maybe? Vielleicht... boah, ich habe keine Ahnung. Ist Teil dieses Gegenstands? Boah, ich habe keine Ahnung. The handheld microscope is made Ist auf jeden Fall nicht entirely richtig. out of a fake glass lens. So Hawkshaw lied about it. Nope. Okay, danke. Ich habe keine Ahnung, dass es sich nicht um ein Mikroskop handelt. Ich weiß nicht, gibt es einen Grund, das anzunehmen? Ich wusste nämlich nicht. Es ist Teil von Fifis Brillenersatz, maybe? The handheld microscope is a part of Fifi's eye gear, so Hawkshaw lied about it. That's not right. Ich habe gerade sogar... Hat Fifi uns etwas Merkwürdiges über die Linse erzählt? Hat sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. The So. handheld microscope was created by Fifi to use Fifi's eye gear, so Hawkshaw lied about it. That's not right either. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde nochmal zu Fifi gehen und mit ihr reden, aber ich komme hier, glaube ich, auch nicht raus. Edelsteine?
The Sowas? handheld microscope, according to Fifi, uses gemstones. So Hawkshaw stole it. That's not right either. The handheld microscope, according to Fifi, uses gemstones. So Damn. Hawkshaw Ich hab leider lied gerade about keine it. Ahnung. Almost. Oh, Maybe just change one thing. almost. Okay, almost. Ja, eine Kunststofflinse. The handheld microscope, according to Fifi, Doch uses wieder? a fake glass lens. So Hawkshaw lied about it. Almost. Maybe just change one thing. I don't know what to change. Ah, eine teleskopische Linse. Ach so, dass es kein Mikroskop ist, sondern zum in die Ferne. The Also handheld Teleskop. microscope, Au. according to Fifi, uses a telescopic lens. Sorry. So Hawkshaw lied about it. Bin gerade ein bisschen gehangen. I'm inclined to believe Fifi when it comes to stuff like this. Hawkshaw, why did you lie about owning a telescope? When you were a child, what did you aspire to become? A detective? Naturally. Emperor of the Galaxy. I wanted to be an astronomer. Really? Oh, okay. I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. A fool's errand, to be sure, but a seductive one. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. And so, I became a detective. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. Sorry, but we're way off track. What's the deal with the little telescope? A memento from my childhood. Little more than a toy. Oh ja. Ich habe gerade nebenbei Twitter geöffnet und einfach wieder 20 plus Mitteilungen. Damn. Why? Stresst mich mal voll. Egal, sorry. Why did you bring it with you? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, I dared to consider it something of a planetary alignment. I had hoped he might sign my telescope. Weil ich so berühmt bin. Ich wollte gerade nur ein bisschen damit angeben, dass ich so viele Mitteilungen jedes Mal auf Twitter habe. Und ihr offensichtlich nicht. Nein. Ich finde das echt ziemlich stressig. Also, die Konsequenz daraus wäre ja vielleicht, dass ich einfach weniger auf Twitter schreibe, sodass weniger mit Tweets interagiert wird. Und so, aber ich mache es ja nicht. Also, keine Ahnung. Bin ja selber schuld. Aber ja, es ist schon ein bisschen stressig immer. Viel zu anstrengend, viele Mitteilungen, ain't nobody got time for that. Ja, boah, allein, keine Ahnung, die Mitteilungen finde ich tatsächlich gar nicht mal so das Stressige, weil da kann ich dann einfach schauen, einfach so selber, keine Ahnung, dann schaue ich halt, habe ich da gerade Lust drauf zu antworten oder so. Ansonsten kann ich auch einfach nur ein Like geben. Aber die DMs sind das Harte, weil die halt direkt an mich gerichtet sind. Und da kann ich nicht einfach so, hey, ich hab's gelesen. Das sind dann teilweise auch Fragen oder so. Und so viele DMs, die sich irgendwie in den letzten Wochen angehäuft haben. Und ich glaube, ich werde einfach nichts davon beantworten. Also tun, als wäre nichts davon gekommen. Keine Ahnung, weil es einfach so, das stresst mich so hart. Weil ich die nicht so einfach ignorieren kann, indem ich sie einfach like und dann passt das. Auch da schuldest du ja eigentlich keiner Person eine Antwort. Ja, aber trotzdem ist das irgendwie doof, wenn ich halt nicht antworte. Aber ja, das ist halt einfach zu viel. Ich krieg das nicht hin, leider. An extremely childish indulgence, I admit. I never would have guessed. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. So, who is your suspect? Things have become complicated. My lead suspect
is your murder victim. Oh. Okay. That's interesting. Haben wir jetzt erfahren, was geklaut wurde? Oder habe ich das verpennt? Keine Ahnung. Wenn wir schon hier sind, dann will ich nochmal zu Fitz schauen. Mit ihm nochmal über Sachen reden. Über die Pointer-Familie. Oh, vor allem über die beiden. I imagine you don't visit the astronomy tower too often, do you? No, but I still see Pointer, sometimes. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. Asks me about the birds, too, and insects. He's pretty clued up on his evolutionary biology. I didn't think there was much overlap between astronomy and biology. I don't know. Ich gehe zum Beispiel nur am Wochenende auf Insta, auch wenn ich dann viel verpasse. Das Problem ist halt, ich mache halt Social Media beruflich. Also ich kann nicht nur am Wochenende da drauf gehen. Und wenn ich dann halt eh schon drauf bin für Lambda oder so, dann schaue ich halt auch direkt. Also, keine Ahnung, ich kann es da auch nicht, weil wenn ich da dann drauf gehe, dann sehe ich halt auch, dass ich auch bei meinem privaten Account halt auch Mitteilungen habe und dann will ich das natürlich auch sehen, was da ist. Schwierig. Okay, Penny und Poppy. Entscheid dich mal, Fitz. Was ist da los? Penelope is my fiancée. Don't take this the wrong way, but Penny doesn't really strike me as your type. Ja. She's not who she pretends to be. People think she's... well, they make assumptions. And how's the relationship doing recently? Good. It's good. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über Poppy. Poppy and I are friends. Freunde, That, dark clothes, blue hair, an average of 3 words per sentence. Like 2 peas in a pod. Ja. She's very kind, and she has an interest in plants. Unusual flowers, mostly. I've been teaching her. Okay. Right. Is something wrong? Ich weiß ja nicht. What's with the broken glass? Penelope's 3 favorite birds. She's very protective over them. Are they like her pets? Do they have names? Oh, they have names. Penelope loves to name things. Do you remember what she named them? I do not. I've seen beetles with brightly colored shells, metallic shells even. They're relatively common, especially around here. There's a difference between that and actual gold. It can't be actual gold. Gold is just inside the earth or whatever. You can't make it. It's called alchemy. It was a whole thing. Any idea who this is? No idea. Ganz sicher. Poppy's piano music. I remember when she started learning. She's improved a lot since then. Yeah, that's generally how it works. Right. Of course. A flower. Yeah, it's a flower. We found it in Penny's room. Okay. Mean anything to you? Why would it? Come on. I don't really go into Penny's room or anywhere in Pointer Tower. I just don't have a reason to. Sicher. Those petals, they, What? they're red. Ja. Er verheimlicht uns auf jeden Fall was. Okay, wir schauen jetzt mal. Sonst kann ich gerade nichts machen. Also ich kann jetzt natürlich noch die anderen abklappern und da auch nochmal alle Gegenstände und so abfragen, aber wir gehen jetzt dahin. Schauen, was das ist. Verdächtige Feststellungen. That's all the statements collected. Let's run through them all to see if anything doesn't add up. To see if anyone's been lying. That too. Fitz and I were up in the Moonlight Garden most of the afternoon. Then we heard this sound. Lasted about 3 seconds. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Her door was locked. Nobody was answering.
so I made Fitz kick down the door. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. Eventually, she let me in. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Felix and Penny arrived shortly after we did. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. That's disappointing. What is? All the statements line up with each other. They don't just line up. Some of them even seem to specifically confirm each other. Ja nun, was hat's damit auf sich? Vielleicht müssten wir echt noch erstmal ich befrage, glaube ich, mal die restlichen Leute nach dem Percy heißt er, glaube ich, oder? Muss ich mal nachschauen. Ja, irgendwie nur Pointer dran steht. I think it's a family tree. Oder warte mal, ich kann es bestimmt auch hier nachschauen, oder? Pointer. Wieso steht nur Professor Pointer? Es irritiert mich, dass wir den mit Nachnamen ansprechen, wenn wir sonst alle mit Vornamen ansprechen. Pointer, Percival Pointer, genau, ja. Gute Percy. Nicht bummeln und so. Sorry. Mit wem fangen wir an? Ja, wir gehen jetzt einfach mal zu Poppy und fragen sie. Einfach die Musik immer direkt. You get some weird insects around here, but I've never seen one like that. I'm not sure anyone has. Freya might have. She used to keep beetles in a box in her Okay. room. It's weird. Why? For fun, obviously. Obviously, ja, weil ich mir nichts Spaßigeres vorstellen kann. Eavesdrop what the stars are saying. Earthly tether, slowly fraying. Floating, helpless from the worst. Of jealous hunger, selfish thirst. Take a moment, kneel and meet. The flowers growing at your feet. Wir wissen eigentlich gar nichts von Pennys Eltern, fällt mir gerade ein. Mal schauen. Not a fan of insects myself. Whose research Same. is this? We were hoping you might know. No, can't say I... Freya, perhaps. I know she was always very fond of grubby little things like this.
Noted. I Okay. can't decide what's worse. How she looks here, or how she looks now. Do you know who this is? Wow. In the photo? Oh, absolutely no idea. Absolut. Wieso? Looks a little simple for Poppy, doesn't it? I thought she was a grade 12 or something. I didn't know there were that many grades. I'm sure they invented some new ones just for her. Okay. Yes, it's my... my flower. You don't like it? I'm no good at caring for plants. I forget to water them. Birds are much easier. They're a lot more vocal when they get thirsty. Do you at least like the look of the flower? The look? The colors? The shape of it? Between you and me, I think it's a little vulgar. Okay, warum? That's rather strange. Mhm. Isn't it? We found it in your room. Just lying around, was it? Nope. You'd hidden it, but we found it. We do that. Who's the her in the message? And what's the deal with the petals? Poppy, oder? Really none of your business. 100% Poppy. Damit gemeint. Erzähl mal was über deinen Onkel, glaube I ich. can't say I've ever taken an interest in Uncle's astronomy. On occasion I've dared to visit him in his tower, but I always regret it. It's all just a little too abstract for me. What do you mean? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Don't look at me. True. You're the one who memorized it. Die Musik hier There's einfach. something about the report of fits going up Pointer Tower. Something suspicious. Let's Okay. ask him about it. Keine Ahnung wieso. Später. Gut. Redet erstmal nochmal mit den anderen. Erzähl mal was dazu. Who is this her to whom the message refers? Well, I don't know exactly. Then how can I meaningfully evaluate this object? Next, Die ist so cool. Ich liebe sie. it is a flower. It reminds me of something, but I cannot say what. An item from Poppy's childhood. Her earliest piano lessons hold some special significance for her. Why's that? No idea. She has never graced me with the details, and I am not forthcoming enough to ask. You two are friends, right? We are, yes. But It is clear to me now that Poppy has become tired of my company. is it anything to do with Freya? Oh, no. The changes in Poppy's mood have nothing to do with Freya. Her concerns simply lie elsewhere. Mhm. Bei Fitz eventuell. Who is that in the photo? I'm quite sure that I have no idea. Sure. Mhm. Now, this is interesting. Where did you find it? In the astronomy tower. And yet, it does not concern the field of astronomy. Nope. In fact, you could even say that entomology is the exact opposite of astronomy. Yeah, you could. I would not say that, however. Oh, you wouldn't? No, it would be quite naive. To study science in any field is to study the connections between all matter in the universe, living or inanimate. Zu inattentive und ungeduldig dafür. Ich bin auch voll ungeduldig, also keine Ahnung. Bei Professor Layton habe ich ja auch mal recht schnell aufgegeben. Aber hier finde ich das gerade alles so voll spannend. Deswegen, also, es interessiert mich jetzt auch nicht bei jedem Gegenstand, was die zu erzählen haben. Da schweife ich in Gedanken auch manchmal ab. Aber gerade was die über sich, also was diese ganzen, ich finde die ganzen Charaktere einfach cool und die Beziehungen, die sie zueinander haben, und das finde ich schon voll interessant. Name, Percival Pointer. Age, 57. Profession, none. I'm pretty sure he's an astronomer. Ja, das ist nur ein yes, Hobby. of course.
How uncharacteristically forgetful of me. Okay. Hat die irgendwas gegen ihn? Ups. Fragen wir mal ihn. Wir müssen auch immer noch da reinkommen. Das habe ich auch noch nicht geblickt, wie wir in den Garten da innen kommen. What's this all about? Some kind of rare jewel? I'm pretty sure the research is about a real insect. If it's made of gold, then it's made of gold. Ich habe das Game noch nicht verstanden. Bin auch eher am Aufräumen. Also wir sind halt diese zwei Detektive und die Freya ist gestorben. Und wir müssen herausfinden, wie das passiert ist und wer an dem Mord schuld ist. Und deswegen haben wir hier verdächtige Items, die wir den Leuten zeigen können oder über die wir die Leute befragen können. Und wir können die Leute auch über sich gegenseitig befragen und so. Finde ich schon ganz cool. Ich mag dieses Detektivzeug. Manchmal catcht eins einfach alles. Kann zum Beispiel mit Cinematic spielen wie Beyond Two Souls. Lässt nichts anfangen. True Colors hat mich einfach so abgeholt von den Charakteren, dass ich durchgestanden habe. Echt? Life is Strange fand ich alle Teile richtig cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich den True Colors Teil am besten fand. Auch wegen den Charakteren. Alex und Steph. Bei beiden dieses Problem mit Do I wanna be them? Oder Do I wanna be with them? I don't know. Aber ja. Beide sehr cool. Now this is still in very good condition. Apart from the crack, of course. What about those shards on the inside of the horn? Looks like somebody broke a glass and was trying to conceal the evidence. Wie ist es einfach immer noch so heiß? Das gibt's doch nicht. Und dann habe ich schon so möglichst wenig an. So, come on. Das kann doch nicht sein, dass es immer noch so ultra heiß ist. Ich hasse das. Boah. Das ist bei Assassin's Creed Syndicate immer so witzig, Mordfälle zu lösen. Oh no, ich habe das noch nicht gespielt. Assassin's Creed habe ich nie wirklich gespielt. Also den ersten Teil. Ich weiß nie, ob ich den durchgespielt hatte. Und danach, ein Freund von mir hatte, glaube ich, den zweiten Teil, wo wir dann auch zusammen immer wieder mal ein bisschen gespielt haben. Aber sonst war das nicht